Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum Herzenstore öffnen Podcast mit mir und Sabine Sangita. Wenn euch unser Content gefällt, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar und ein Like. Das freut uns wirklich sehr und unterstützt uns vor allem auch sehr. Ja, Liebe Biene, lieber Benny, hallo. die Avalon Podcast total spannend und das heutige Thema die Priesterschaft, die Ausbildung zur Priesterin und zum Priester. Also sich zu einem Avatar als Magier ausbilden zu lassen, schon eine große, große Herausforderung. Nichts gegen einen Priesterin und Priester. Das war nochmal schwieriger und das war verbunden mit vielen Inkarnationen. Also das, was du angesprochen hast als Magier, trifft viel eher auf die Priesterinnen und Priester zu. Und sich in Avalon dafür zu entscheiden, hat gezeigt, dass man für das große Ganze ist, also dass man sich sehr zurücknimmt als Mensch, Etwas Höherem dient. dass man etwas Höhere dient, ja. Und man musste voller Liebe sein, voller Vertrauen. Also diese höhere Art der Liebe, die allumfassende Liebe musste man da schon in sich tragen, was in Avalon ja noch ein bisschen ungewöhnlich war. Das Vertrauen musste sehr ausgeprägt sein. Also man musste überhaupt, dass man sich für sowas entschieden hat, schon ein sehr hohes Bewusstsein haben. Fangen wir doch mal bei diesen früheren Inkarnationen an, bevor es überhaupt so weit gekommen ist, ne? Was musste man da dann eigentlich energetisch in Anführungsstrichen beweisen? Vor allen Dingen das Vertrauen und diese allumfassende Liebe. Also, wie erkläre ich das jetzt? Also ich finde, man kann es immer ganz gut verstehen, wenn man die heutige Zeit, weil das natürlich die Menschen am besten verstehen, ja, so als Beispiel nimmt. Es gibt in der heutigen Zeit ja auch sehr wenige Menschen, die sich so zurücknehmen, um etwas zu dienen, was höher ist als sie selbst, also etwas energetisch oder spirituelles. Und darauf bist du in ganz, ganz vielen Inkarnationen vor Avalon vorbereitet und auch geprüft worden. Wie könnte sowas aussehen? Dass du Leben gelebt hast, Inkarnationen gelebt hast, die schwierig waren, wo du jedes Mal und immer wieder dich entschieden hast fürs Vertrauen, für die Liebe, egal was dir widerfahren ist. Dass du einfach dieses Bewusstsein in dir genährt hast, du bist, wie wir es heute sagen würden, mehr als nur Mensch. Also du trägst etwas in dir, was größer ist als du selbst sozusagen. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Ja. Und dass du für etwas geboren wurdest, was so wichtig ist, dass es den Planeten verändern kann. Und da wurden dir natürlich im Vorfeld, wurde dir alles auferlegt, was man sich vorstellen kann. Und wenn du dieses Bewusstsein erreicht hattest, also das war die 12. Bewusstseinsstufe, dann konntest du dich zu einem Priester oder Priesterin ausbilden lassen. Und dann ging es erst richtig los. Man muss wissen, dass Priesterinnen und Priester, ich nenne jetzt einfach nur immer, sage immer nur Priester, gell? Das ist jetzt nichts gegen weibliche natürlich. und so. Das müsste man vielleicht auch nochmal beim Podcast sagen, ja. Aber ich glaube, so gut kennen uns jetzt die Leute, gell. Siehst du, jetzt habe ich schon einen Faden verloren. Knüpfe jetzt einfach mal an eine Energie an, dass natürlich, wenn du entschieden hast, den Priesterweg zu gehen, der war mit so viel Entbehrungen verbunden. Und du wusstest, hast einfach dieses Erwachungsgefühl, diese Erwachungsenergie so in dir getragen, dass du gewusst hast, du vielleicht alleine kannst nicht den Planeten retten oder die Energie so verändern. Aber wenn einer von vielen, die sich auch hingeben und dienen, dem Höheren, dann kann das funktionieren. Und das war die 12. Erwachungsstufe, die du erreichen konntest und das sogenannte Erwachen. Und das hast du gebraucht, um den Priesterweg überhaupt zu gehen. Und
du musstest vorsprechen, sozusagen. Du musstest lange, lange Wege auf dich nehmen, auch entbehrliche Wege auf dich nehmen, um überhaupt zu einem Priester zu gelangen, der zuständig war. Also wie soll ich das erklären? Das waren so Gruppen, die, glaube, was jetzt jeder kennt, ist Stonehenge. Ja, also so, das waren so, wie sagt man da, so Plätze, Rittenplätze, wo diese Priesterinnen und Priester gelebt haben. Und dort musstest du hin und das war natürlich beschwerlich. Also du hattest kein Auto, du musstest dorthin kommen. Und dann hast du dort vorgesprochen und dann war es ähnlich wie beim Magier, dein Lichtkörper wurde angeschaut. Was ist deine Absicht? Was ist deine Fähigkeit? Was bist du? Warum bist du da? Und so. Und wenn das alles gegangen, also wenn es dann gut war und du wurdest praktisch zugelassen zu diesem Weg, dann hast du erstmal 3 Gelöbnisse abgelegt. Und das in einem Ritual, was immer am Neumond stattgefunden hat. Und dieses Ritual war verbunden mit, also nicht wie in Atlantis, aber auch mit ganz tiefen Tänzen und Tönen und Singen. Und dann bist du sozusagen genommen worden, also bist geführt worden in eine, weiß nicht, ob man Grotte sagen kann, aber halt in eine Höhle oder wie auch immer. Und dort hast du deine Gelöbnisse abgelegt. Und das war das Gelöbnis, das Entsagen der menschlichen Liebe, das Entsagen von Reichtümern, genau, also die Armut. Das Armutsgelübde. Und nicht sprechen. Oder nur sprechen, wenn du gefragt wirst. Also das war, ich finde, ich habe gar keine Worte dafür, was solche Gelöbnisse auslösen können. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Und das haben die Menschen dann gemacht, die sich da berufen gefühlt haben. Und dazu muss man wissen, dass Priester, Priesterinnen so einen hohen Stellenwert hatten. Also das waren die höchsten Avatare von Avalon. Es gab jetzt nichts, was höher war als diese ausgebildeten Priester. Und dann hast du viele, also ich möchte jetzt mal sagen, Inkarnationen auch gebraucht, um diese Zyklen zu vollenden. Also du hast in einer Inkarnation zum Beispiel nur die Entsagung der menschlichen Liebe, in der anderen Inkarnation hast du die Armut gelebt, in der anderen Inkarnation die Stille. Stille ist vielleicht besser wie Sprachlosigkeit, also war es halt das Schweigen. Und da ging es jetzt weniger darum, welche Fähigkeiten du hast. Das war jetzt nicht so wichtig bei so Priesterschaften, sondern es ging viel mehr darum, was kannst du energetisch mit dem Gehaltvollen, was du in dir trägst, also diese Schätze, was kannst du damit machen? Also wie kannst du für das große Ganze dienen? Du konntest dir ausbilden lassen zum Medium, zum Beispiel. Du konntest dich ausbilden lassen zu einer Hüterin für goldene Wunder. Du konntest dich ausbilden lassen als Hüterin oder Hüter von, das wird jetzt kompliziert, von verschiedenen Zeitdimensionen, von verschiedenen Zeitepochen. Also Torhüter sozusagen. Torhüter. Du konntest die ausbilden lassen zu Priesterinnen oder Priester, die mit anderen diesen Zyklus durchlaufen, also zur Ausbildung. Und du hast gelernt, das haben nämlich die meisten gemacht, und du hast gelernt, wie du dich zur Ausbilderin ausbilden? Ja, wie du Einweihungen gibst, und du durftest als Priesterin und Priester segnen. Was hat das damals bedeutet in Avalon, das Segnen? Es gibt nichts Vergleichbares. Also ich weiß gar nicht, wie man das mit menschlichen Worten erklärt. Das war so wie, vielleicht so, also nicht ganz so. Ja, also ich möchte das jetzt nicht so sehr in Zusammenhang bringen, aber dass man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann.
wie Jesus das Prosonoro-Licht überbracht hat. Also war es was Heilendes, Erlösendes oder? Also es war auf jeden Fall was Heiliges. Es war eine Öffnung, die sozusagen dich auserwählt hat, dass du, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, dass für dich das große Teile des Universums begreifbar werden, dass du in verschiedenen Dimensionen wechseln kannst, dass du zum Sternenwanderer wirst, dass du außerhalb deines Körpers viele Dinge machen kannst. Also das war unglaublich, was... Also eine Segnung hat genau diese Dinge hervorgerufen. Ja, genau. Gerufen. Ja. Gut, also man kann es nicht wirklich an etwas festmachen. Es war wie ein super Boost, sozusagen. Fürs nächste Level in verschiedene Bereiche. Also es war wirklich, also das Höchste, was man in Avalon erreichen konnte. Und da gab es natürlich nicht viele, die das erreicht haben. Und es gab auch sozusagen diese eine Hohepriesterin, diesen einen Hohepriester, wo dann wieder sehr viel Abdrücke waren und energetische, wo das weitergegeben wurde. Nachfolger, die praktisch das auch wie bei Merlin den Titel fortgeführt tragen durften. Und das war etwas sehr Schönes, aber auch etwas sehr, es war sehr bewegend. Es hat einen sehr berührt, das zu sehen, was die Menschen auf sich nehmen, um etwas Höheren zu dienen. Das muss sie erst mal machen, ja. Und so viel aufgeben für sich und wirklich bewundernswert, richtig bewundernswert. Aber was man halt sieht, das ist auch wieder im heutigen Lichtkörper, dass diese Gelöbnisse noch nachwirken, dass sie ganz schwer zu erlösen sind. Wahrscheinlich dann noch stärker als die von den Magiern. Ja, noch viel stärker. Du hast mal was erzählt, dass es in Stonehenge und in anderen Bereichen auch unterirdische Tunnel gibt, die zur Einweihung benutzt worden sind. Ja, das war auch eine Art Prüfung. Also es gab also Avebury ist zum Beispiel so etwas. Da gibt es unterirdische Tunnelsystem, wo diese Riten, also du musstest praktisch in der Dunkelheit, also es waren schon Fackeln, aber es war relativ dunkel, bist du einen Weg gegangen mit einem bestimmten Ton, den du halten musstest. Kennst du die Gebetsketten? Mhm. Wenn man da Kugel für Kugel schiebt und immer das Gleiche sagt, ob man jetzt Om oder Soham oder was auch immer man sagen möchte, hat man da auch einen bestimmten Ton gekriegt und den musstest du immer wiederholen, bis du praktisch an dieser Stelle angekommen bist, wo du erwartet wurdest. Du musstest immer an so Wächter vorbei. Also du konntest nicht einfach gehen und diesen Ton sagen, sondern du musstest an Wächter vorbei. Und wenn du an einem Wächter vorbeigekommen bist, hast du den nächsten Ton gekriegt. Menschliche Wächter. Ja, auch Hohepriester, die halt sich für sowas haben ausbilden lassen. Gell? Und dann bist du wieder gegangen in den nächsten Wächter und wieder gegangen und den nächsten Ton gekriegt. Und wenn du angekommen bist und du diese Töne halten konntest, was war das dann? Der vollkommene Ton. Dein Priestername. Ach so. Aha, interessant. Dann hast du deinen Priesternamen gehabt. Und wenn du den dann sagen konntest, weil du diese Töne halten konntest, wurde in dieser Krönung, wurdest du in diesen Priesternamen eingeweiht. Also das heißt, je kürzer der Priestername, desto weniger Töne hat man bekommen, oder? Ja, aber der Weg war immer der gleiche. Also die Länge des Weges vom Tunnelsystem war immer das Gleiche. Wäre ja hart, wenn man für jeden einzelnen neuen Tunnel bauen würde, der einen längeren Namen hat. Und das war gar nicht so einfach, weil ohne jetzt da zu sehr drauf einzugehen, das möchte ich nicht, aber was dir da in den Weg gelegt wurde. Ja, aber gehen wir ruhig gerne aufs Detail ein. Also war das beängstigend auch da unten, oder? Ja. Weil? Wasserelemente, die zu wirken begonnen haben, wo du sozusagen deine Ängste überwinden musstest, um mit diesen Elementen zu sein. Und wenn
einer, der schon mal in einer Höhle geschwommen ist zum Beispiel, weiß, welche Ängste das auslösen kann. Oder der Wind, Feuer. Also das waren so dieser Weg der Elemente. Und dann bist du auch noch natürlich auch noch mal mit deinen ganz persönlichen Ängsten konfrontiert worden. In Form von Bilder, die dir übertragen wurden. Da muss man eben wissen, dass das alles nonverbal noch sehr gut funktioniert hat. Gell? Das energetische Übertragungssystem hat da sehr gut funktioniert. Und da sind dir Bilder übertragen worden, wo die Avatare gesehen haben, da ist noch etwas vorhanden. Also das ist noch nicht ganz erlöst worden in dir. Sind die Bilder übertragen worden und in dem Augenblick hast du das gelebt. Also du warst praktisch wie in so einem kleinen Film und musstest praktisch zeigen oder beweisen, dass du stark genug bist, um da durchzugehen. Und das war natürlich, und du musstest immer den Ton halten. Du durftest nicht vergessen, ständig diesen Ton zu halten. Wenn du das nicht konntest, war es vorbei. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, versuche ich gerade. Das war sehr, sehr. Und ich kann jetzt auch nur mal ganz was anderes, aber jeden, der da zuhört, empfehlen, der noch nicht in Südengland war, da mal hinzufahren nach Avebury. Das spürt man richtig. Wenn man dort geht, man muss jetzt nicht unbedingt genau diese Plätze kennen, also das strahlt ja sehr weit aus, wie bei Stonehenge auch, aber das spürt man so richtig. Und das war ein ziemlich langer Weg. Und wie gesagt, du musstest... Was heißt das, langer Weg? War das ein Tagesweg dann unterirdisch? Länger, viel länger, Benni. Okay, dann erzähl doch mal. Also das Mindeste waren 12 Tage, die du unterwegs warst. Konnte sich auch schon mal länger hinziehen. Das Tunnelsystem ist ja nicht nur geradeaus gegangen, es gab Abzweigungen. Also diese Bilder, die dir übertragen wurden, musstest du praktisch dieses Tunnelsystem verlassen und in ein anderes Tunnelsystem gehen, um dort deine Ängste zu lassen, um dort das zu durchleben. Und das hat länger gedauert als wie 2-3 Stunden. Also wenn man jetzt wieder mit dieser Zeit anfängt, gell, mit der linearen Zeit. Aber ich würde jetzt schon mal vom Gefühl her sagen, dass es 12 Tage waren, die du unterwegs warst. Und du musstest immer diesen Ton halten. Oder diese Töne, das war schwierig. Und daran sind schon viele dann auch, das war ja praktisch der Abschluss. Da sind dann wirklich viele gescheitert, meinst Genau, du? das haben viele nicht geschafft. Aber sie hatten immer die Chance, das dann zu wiederholen? In einer anderen Inkarnation. In derselben Inkarnation nicht mehr. Und jetzt, wenn man davon ausgeht, dass fast alle, die bei uns sind, diesen Weg durchlaufen haben, dann weiß man auch, was das für Menschen sind. Also ich sage ja ganz oft, dass diese Menschen, das ist das Beste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Aber natürlich auch, weil ich unabhängig von dieser Zeitepochen-Inkarnation so viel sehe, was die gemacht haben. Ja, durch alle Zeitepochen hindurch kannst du ja sehen und hast viel gesehen. Ja. Aber mal so ganz ein bisschen ab davon. Es gibt ja hier in Bayern so diese Erdlöcher. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Das sind so kleine Tunnelsysteme, aber sind halt recht kurz, sind jetzt nicht so groß, wie du erzählst, dann, dass man da tagelang unterwegs sein könnte. Aber es hat jetzt damit nichts zu tun, weil keiner weiß, was das wirklich bedeutet, diese Erdlöcher, die auf alten Bauernhöfen auch oft zu sehen sind. Also es gibt hier schon, gerade in Bayern, ja, das ist auch spannend, ja, dass gerade in Bayern so ist, gibt es sehr viele Dimensionstore. Und das könnte schon sein, dass solche Tunnel dort auch hinführen. Aber können wir auch noch irgendwann mal machen, so Bayern-Podcast. Klingt doch auch interessant. Ich finde es ja spannend, gell, dass gerade im Chiemgau also so viele spirituelle Sachen gibt, also Dinge, die sehr komprimiert sind.
Mhm. Also so Petersberg, Untersberg, auch mit Naturgeister ist sehr dicht besiedelt hier. Mhm. Schön. Mhm. Aber zurück zur Priesterschaft. Was gäbe es da noch zu erzählen? Also ich finde, da ist jetzt schon sehr viel erzählt worden. Ja. Also wie gesagt, das waren die höchsten Avatare und haben dazu beigetragen, dass der Planet und das Erdenbewusstsein, also dass das Erdenbewusstsein sich mit den Energien verbinden kann, was Menschen tragen. Also das muss ja eine Verbindung entstehen. Und dadurch hat sich das Planetenbewusstsein sehr verändert. Da haben die Priesterinnen und Priester sehr viel dazu beigetragen und die Magier. Mhm. Und aber auch ganz viele Menschen, die diese menschlichen Attribute gelebt haben. Das war in Avalon auch sehr wichtig. Genau, und das ist dann unser nächster Podcast, Ja. die menschlichen Attribute von Avalon. Und vielleicht auch können wir auch noch kurz darauf eingehen, dass in Avalon die Menschen mit Naturgeistern zusammengelebt haben. Oh ja, das ist natürlich eigentlich noch einen eigenen Podcast dann wert. Ne? Oder so. Benni. Ja, vielen Dank für heute, Biene. Ja, War schön. gerne. Dann bis zum nächsten Mal.